Hi, friends! Hallo, Freunde! Look what it says in verse 22. Schau, was in Vers 22 steht. Then one of the disciples named Judas, not Judas Iskariot, said, Lord, why is it you will only reveal your identity to us and not to everyone? Da sagte einer der Jünger namens Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht allen? I mean, that's a fair question. Ich glaube, das ist eine faire Frage. Because Jesus said that not everybody will have this revelation. Denn du weißt, Jesus sagte, dass nicht jeder diese Offenbarung haben wird. Look how he finished the statement just before Judas asked this question. Schau, wie er seine Aussage beendet, kurz bevor Judas diese Frage stellte. He said, I will passionately love him in return and will reveal myself to him. Er sagte, und ich werde ihn auch leidenschaftlich lieben und mich ihm offenbaren. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? That Jesus makes the revelation of him connected to a passionate love walk with him. Dass Jesus seine Offenbarung mit einem Wandeln in Liebe zu ihm in Verbindung bringt. Again, God makes no difference. He loves all people. Noch einmal, Gott macht keinen Unterschied, er liebt alle Menschen. But I want you to understand something with your walk with God. Ich möchte, dass du Folgendes bei deinem Wandel mit Gott verstehst. Even though everything has been available for every Christian and actually every person. Alles ist für alle Christen und eigentlich für jede Person verfügbar. So every single person in the world has can have potentially the same experience with Jesus. Jede einzelne Person dieser Welt kann möglicherweise dieselbe Erfahrung mit Jesus erleben. Why then some experience so much more than others? Warum erleben dann einige so viel mehr als andere? Why then have some people so much more revelation of Jesus than others? Warum haben einige Menschen viel mehr Offenbarung von Jesus als andere? I think of my dear friend Mike Bickle from the International House of Prayer. Ich denke an meinen lieben Freund Mike Bickle vom International House of Prayer. A man with such incredible revelation about Jesus. Er ist ein Mann mit so unglaublicher Offenbarung von Jesus. So why does he have such a revelation of Jesus and who Jesus is and others don't? Warum hat er aber so eine Offenbarung von Jesus und wer er ist und andere nicht? Well, if you would know Mike, you would know that he has an incredible hunger for Jesus. Und wenn du Mike kennen würdest, würdest du wissen, dass er einen unglaublichen Hunger nach Jesus hat. And he kept his heart focused on passionately discovering who Jesus really is. Und er hält sein Herz fokussiert auf eine leidenschaftliche Entdeckung, wer Jesus wirklich ist. So exactly that's what Jesus is telling us. Und genau das sagt uns Jesus. My love is available for everybody, but how do you respond to it by passionately loving me back? Meine Liebe ist für jeden verfügbar. Und wie sollt ihr darauf reagieren, indem ihr mich im Gegenzug leidenschaftlich liebt? And how do you express your deep hunger for these things? Und wenn ihr den Hunger nach diesen Dingen ausdrückt, that's how you will experience the revelation of me. Wirst du so die Offenbarung über mich erfahren. Some people live half-hearted Christian lives. Weißt du, einige Menschen leben ein halbherziges Christenleben. Oh, if Jesus wants to reveal it to me, he will. Ach, wenn Jesus es mir offenbaren will, dann wird er es tun. Instead, we need to have the attitude saying, Jesus, I want to know everything about you that I can possibly know. Stattdessen musst du die Haltung haben, Jesus, ich möchte alles über dich wissen, was es zu wissen gibt. So Judas says, why do you reveal yourself to us but not to everybody? Judas sagt also, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht allen? So Jesus replied to him very simply. Und Jesus antwortete ihm ganz einfach. What he already said before. So wie er es bereits vorher gesagt hatte. Loving me empowers you to obey my word. Mich zu lieben befähigt euch, meinem Wort zu gehorchen. And my Father will love you so deeply that we will come to you and make you our dwelling place. Und mein Vater wird euch so sehr lieben, dass wir zu euch kommen und euch zu unserer Wohnung machen werden. You see, the Father doesn't move into anybody's heart unless they desire it. Siehst du, der Vater kommt in das Herz von niemandem, bis sich derjenige nicht wirklich danach sehnt. So it's offered to the whole world, but you have to decide and accept it. Es steht also der ganzen Welt zur Verfügung, aber man muss das Verlangen danach haben und es annehmen.
At the end of the day, you will have as much as you truly desire. Letztendlich wirst du so viel haben, wie du wirklich willst. You will experience as much of the love of Jesus as much as you really desire. Du wirst so viel von der Liebe Gottes erfahren, wie du wirklich willst. You will have as much revelation of Him as much as you truly desire. Du wirst so viel Offenbarung von ihm haben, wie du es wirklich willst. We have put so much to the sovereignty of Jesus and have taken no responsibility. Wir haben so viel auf die Souveränität Jesu gesetzt, aber keine Verantwortung übernommen. You know, we need to take responsibility for where we are in our Christian life. Weißt du, wir müssen dafür Verantwortung übernehmen, wo wir in unserem christlichen Leben stehen. See, He has already made His deep love available for us. Respond to it every day. Er hat uns diese tiefe Liebe bereits zur Verfügung gestellt. Reagiere also jeden Tag darauf. He lives in you through the finished work of the cross. Interact with Him every day. Durch das vollbrachte Werk am Kreuz lebt er in dir. Interagiere also jeden Tag mit ihm. Then He makes a very sad statement in verse 24. Und dann macht er in Vers 24 eine sehr traurige Aussage. But those who don't love me will not obey my words. Wer mich aber nicht liebt, wird meinen Worten nicht gehorchen. You know, and God doesn't force anybody to obey His words. Gott zwingt niemandem, seinem Wort zu gehorchen. He's just explaining to Judas the responsibility of man. Er erklärt einfach Judas die Verantwortung der Menschen. You know, like I've made it all available, but if you guys love me in return to how I've loved you, then this cycle can continue to grow. In etwa so: Ich habe euch alles zur Verfügung gestellt und Leute, wenn ihr mich im Gegenzug liebt, so wie ich euch geliebt habe, dann kann dieser Kreislauf weiter wachsen. And then He once more reaffirms that Him and the Father are one. Und dann bestätigt er nochmal, dass er und der Vater eins sind. We could talk about this a long time too. Wir könnten darüber noch eine lange Zeit weiterreden. You know, we always trying to figure out God outside of Jesus, and that doesn't work. Wir versuchen immer, Gott außerhalb von Jesus zu verstehen, aber das funktioniert nicht. God did this in the book of Job. God did this in the book of Deuteronomy. God did this in the book of Leviticus. Gott hat das im Buch Hiob getan. Gott hat jenes in 5. Mose getan. Gott hat das im Buch 3. Mose getan. You know, Jesus made it once again clear. Me and the Father are one. If you want to figure out the Father, you've got to figure out me. Jesus hat es noch einmal ganz deutlich gesagt. Der Vater und ich sind eins. Wenn ihr Gott verstehen wollt, müsst ihr mich verstehen. We have to every day look at Jesus and His beauty and then say, this is how God actually is. Wir müssen jeden Tag auf Jesus und seine Schönheit schauen und sagen, so ist Gott wirklich. You know, this has resolved every unanswered questions in the Old Testament for me. Das hat für mich jede unbeantwortete Frage des Alten Testaments beantwortet. Like Bill Johnson says, Job is the question, Jesus is the answer. So wie Bill Johnson sagt, Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. You see, only through Jesus the Father has actually finally revealed Himself. Nur durch Jesus hat der Vater sich letztendlich selbst offenbart. So always keep looking at Jesus, how beautiful He is, how kind He was, how compassionate He was. Schau also immer auf Jesus, wie wunderschön und gütig er war und wie leidenschaftlich er war. How He leaves 99 sheep to go after the one that's lost. Wie er 99 Schafe verlässt, um nach dem einen zu suchen, das sich verlaufen hat. You know, that's why I believe every Christian should constantly read through the Gospels. Und deshalb glaube ich, dass jeder Christ ständig die Evangelien lesen, Looking at Jesus and learning from Jesus. und Jesus anschauen und von ihm lernen sollte. Because once we truly understand Him and His deep love, we will love Him passionately too. Denn sobald wir ihn und seine tiefe Liebe verstehen, werden auch wir leidenschaftlich lieben. I will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.